Hast du auch keine Lust, Hunderte von Euros für teure Nischendüfte auszugeben und du möchtest aber trotzdem die am besten duftende Person im Raum sein? Dann bleib dran, denn ich habe heute 3 wunderbare und super günstige Düfte für dich und alle 3 sind perfekt für die kalte Jahreszeit. Da ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei, sogar für den allerkleinsten. Und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jöris und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Starten möchte ich mit dem teuersten der 3 günstigen Düfte für die kalte Jahreszeit. Und zwar ist das der Vintage von John Varvatos. Und das Flakon-Design finde ich schon mal sehr schön. Das ist bei John Varvatos immer sehr schön. Besonders in dieser Preisklasse findet man das nicht häufig. Der Artisan beispielsweise, der hat auch noch so eine Korbummantelung. Und ja, dieser hat so eine Lederimitat-Ummantelung. Finde ich wirklich schön. Und der Duft ist auch wirklich schön. Denn wir bekommen hier einen Designerduft mit Nischenqualität. Das Flakon-Design sagt es auch schon so ein bisschen, denn wir haben hier so einen etwas ledrigen Duft, also einen ganz feinen Duft, der besticht durch seine Kopfnote mit Wacholderbeere und mit weißem Lavendel, ob jetzt weißer Lavendel anders riecht als normaler Lavendel, aber wir bekommen hier so eine ganz kleine Barbershop-Note, also wir bekommen sowas Cleanes und Wacholderbeere, finde ich, gibt auch noch sowas leicht Extravagantes, also riecht immer sehr gefällig und das ist dieser Duft auch irgendwie. Er ist auch irgendwie gefällig. Es ist halt ein Designer mit Nischenqualitäten. Denn man kann ihn perfekt im Alltag tragen, er passt perfekt im Büro, er hat dann so eine gewisse Tiefe. Also wir haben Patchouli in der Herznote, wir haben Tannenbalsam, kommt noch hinzu und ein ganz kleines bisschen Jasmin, was ihm auch noch so ein bisschen Tiefe und Fülle verleiht, ohne dass Jasmin hier zu prägnant ist. Also es ist kein blumiger Duft. Und wir haben eben in der Basisnote Wildleder, Tonkabohne und Tabak. Und genau dieses Wildleder-Tabak-Ding zu der Wacholderbeere ist wirklich eine gute Komposition. Also das ist wirklich gut abgestimmt. Ist eigentlich für alle tragbar, also wirklich ob jung oder alt und auch nicht nur für den Herbst. Der geht auch gut so im Frühling, der geht sogar auch gut im Winter. Und für einen John Varvatos, finde ich, performt der auch gar nicht so schlecht. Denn so 5-6 Stunden bekommt ihr auf jeden Fall damit, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und Sillage ist auch gut. Ihr werdet damit gut wahrgenommen. Das ist bei John Varvatos nicht ganz so üblich. Der Dark Rebel performt auch super und einige, aber es gibt auch andere, die sind so ein bisschen schwach auf der Brust, sage ich jetzt einfach mal. Und dieser hier aber gar nicht. Also der ist nicht schwach auf der Brust. Ihr bekommt wirklich einen vernünftigen, anständigen Duft, der auch einen guten Tag durchhält. Also einen Arbeitstag übersteht ihr damit. Vielleicht nicht ganz bis zum Ende, aber ja, ist halt ein günstiger Duft. Und damit komme ich ja schon direkt zum Preis. Denn der Preis, das sind hier die 75 Milliliter. Die kosten aktuell, glaube ich, so um die 30 Euro. Etwas über 30 Euro. Kann man wirklich nicht meckern. Also ihr bekommt einen super hochwertigen Duft, der hat Klasse, der hat Stil, ist ein ledriger Duft mit so einer feinen Wacholder-Kopfnote, mit ein bisschen Lavendel, ein bisschen clean, ein bisschen seifig, aber zudem auch noch so ein bisschen dreckig, ein bisschen warm, ein kleines bisschen süß durch Tonkabohne und ja, ist eine Empfehlung von mir. Den sollte man auf jeden Fall mal getestet haben, kann ich jedem nur ans Herz legen. John Varvatos, Vintage. An Sternen oder Punkten, wie man es jetzt auch nennen möchte, würde ich ihm jetzt ich würde ihm schon so eine 7,5 von 10 geben. Vielleicht schon Tendenz zu 8. Der nächstgünstigere Herbstduft, den ich euch heute vorstellen möchte, ist dann einer, den, glaube ich, nicht so viele auf dem Schirm haben. Und zwar ist es der Hooked Pour Homme von Rue Broca in diesem, also ich finde den Flakon wirklich schön, mit Schleife, diese Kappe hier oben, ist eine Metallkappe, also das Ding ist wirklich schwer, der ganze Flakon ist wirklich schwer und ich weiß nicht, ob man das sieht, der ist auch hier so, ich glaube von unten sieht man es besser, also das ist wirklich Flakon-Design, das ist hier alles so eingelassen und das Ding hat richtig Gewicht und das halt zu dem günstigen Preis. Der Hooked Pour Homme, als ich ihn das erste Mal aufgesprüht habe, hat mich erstmal an einen erinnert, ich dachte, huch, dich kenne ich doch, denn man bekommt hier ganz klar so Layton-Vibes, also wir bekommen auch hier wieder schon so was leicht Cleanes, aber auch direkt etwas Süßes. Wir haben Karamell, ohne zu karamellig zu sein. Also es geht nicht in eine Gourmand-Richtung, aber wir haben hier auf jeden Fall eine süße Note. Und eben Karamell hat ja auch noch so, ja, ich sag mal so leichte Röstaromen oder sowas in der Art. Also nicht dieses
Pappsüße, sondern dieses nussig-süße quasi. Und genau das bekommen wir hier bei dem auch. Wir haben noch Muscatella-Salbei in der Kopfnote und in der Basisnote haben wir dann Amber und wir haben Zitrone und diese Muscatella-Zitrone-Kombination habe ich in einem anderen Video schon, ich weiß jetzt nicht, welcher Duft es war, habe ich aber da schon gesagt, das bekommt für mich häufig sowas Seifiges. Also es bekommt so eine clean, seifige Note und das habt ihr bei dem hier auch. Denn die Süße, die ihr am Anfang bekommt, die nimmt immer mehr ab. Was auch eigentlich komisch ist, weil bei vielen Düften nimmt die Süße häufig eher zu. Bei diesem nimmt sie eher ab. Und er geht eher so ein bisschen in eine cleane Richtung, aber ihr behaltet die ganze Zeit so eine leicht süße Note. Und das vermutlich auch, weil wir halt noch Vanille in der Herznote haben und auch Tonkabohne in der Basisnote. Und zusätzlich in der Basisnote haben wir dann noch Hölzer und Vetiver. Und Vetiver könnte auch verantwortlich sein für diese cleane Note. Vetiver kann auch sowas seifig, clean, holziges haben, was trotzdem eine gewisse Wärme auch ausstrahlt. Und das hat dieser auch. Haltbarkeit und Sillage sind bei dem auch wieder wirklich, wirklich gut. Also Haltbarkeit, 8 Stunden bekommt ihr kein Problem. Ist ein wirklich versatiler Duft, also auch wieder super zu tragen, überall. Ich würde den jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im Büro tragen, sondern eher so im Freizeitumfeld. Und ich sehe die Tendenz auch eher bei etwas jüngeren Männern tatsächlich. Auf jeden Fall maskulin, also gut, Hooked pour homme, sagt er auch, ist für den Mann. Und das sehe ich hier auch. Eine Frau könnte ihn sicherlich auch tragen, gar keine Frage. Also wirklich, wahrscheinlich ist er so eigentlich Unisex mit so einer leichten Tendenz in die männliche Richtung. Und wie gesagt, eher so jüngere Männer, vielleicht so, ich sag mal so um die 20 herum, vielleicht noch ein bisschen älter und vielleicht auch ein bisschen legerer gekleidet. Also es ist jetzt nichts, würde ich sagen, nichts für einen Anzug im Herrn oder sowas. Ein Anzug im Herrn, ein Herrn im Anzug. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gefällige DNA, die ist sehr leicht zugänglich und das Ganze auch wieder zu einem Killerpreis, möchte ich sagen, denn diese 100 Milliliter kosten 20 € und alleine schon der Flakon, also wirklich, das Ding ist alleine wahrscheinlich schon fast seine 20 € wert. Da bekommt ihr bei ganz, ganz teuren Düften viel weniger für euer Geld. Und der dritte ist wirklich der Preisknaller, das ist der Preis-Leistungssieger, bei dem ich gar nicht weiß, wie er denn jetzt heißen soll. Denn es ist der Eau de Iceberg 74 Amber von Iceberg. Ich glaube tatsächlich, das ist der Name. Eau de Iceberg 74 Amber. Flakon-Design, finde ich, ist schlicht, aber dadurch, dass das so um die Ecke geht mit der 74, finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Ist hier eine Plastikkappe, aber eine vernünftige, ja, obwohl die ist schon sehr, sehr leicht. Also ja, irgendwo muss man ja sparen, denn auf den Preis komme ich gleich noch. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Eau de Iceberg. Das ist der, glaube ich, kürzer für uns alle. Eau de Iceberg ist ein überraschender Duft. Denn ja, Amber, also es ist irgendwo ein Amberduft, das schon. Er hat so eine warme, leicht süßliche Ambernote. Aber was wir hier primär in der Kopfnote schon bekommen, ist Thymian. Und Thymian, so ein mediterranes Kräuter, ist ganz interessant bei einem Amberduft, denn es gibt so einen gewissen Twist. Und das ganz besonders, weil wir in der Kopfnote noch Rum und Zimt haben. Rum, Zimt und Thymian gibt so eine wirklich interessant. Ist interessant, es gibt was zu entdecken, denn man merkt den Rum und den Zimt nicht so doll, aber Rum schon eher. Also er hat so was ganz leicht Beschwipstes, plus halt dieses Thymian, ja, mediterrane Kräuter, sowas leicht Krautiges, auch leicht Grünes, Aromatisches auf jeden Fall. Also ist wirklich sehr, sehr interessant. Und so circa nach einer Stunde bekommt er immer mehr was Holziges, Rauchiges. Also wir haben Ebenholz in der Herznote, wir haben Weihrauch. Der Weihrauch, den merkt man auch. Den merkt man auch schon zu Beginn, nur noch nicht so doll. Weihrauch wird ja auch gerne in Amberdüften genutzt. Und wir haben noch Muscatella-Salbei, der hier auch wieder so was leicht cleanes, aromatisches gibt, aber nicht zu doll. Also es bleibt schon irgendwo eher so ein warmer Amberduft. Nicht zuletzt natürlich durch Benzoe, Amber und Opoponax in der Herznote. Das ist dann das, was dieses Ambergerüst von dem Duft bildet. Und das bekommt ihr dann auch. Haltbarkeit könnte für so einen Duft besser sein. Ich sag hier auch mal wieder so 5 Stunden ungefähr. Bisschen mehr vielleicht, bisschen mehr als 5 Stunden, aber 5 Stunden habt ihr was davon und dann wahrscheinlich nur noch euer Umfeld.
Aber es ist ein wunderbarer Duft für die kalte Jahreszeit, also kann man wirklich gut machen. Sillage ist okay, ist vielleicht nicht so doll wie bei dem Hook Pour Homme eben und wahrscheinlich auch nicht so doll wie bei dem Vintage, also er ist ein bisschen zurückgenommener, ist nichtsdestotrotz ein sehr schöner Duft und gerade wenn man den Preis beachtet, denn ich glaube, sind das 100 Milliliter? 100 Milliliter kosten aktuell, glaube ich, so um die 11 Euro und was, also knappe 12 Euro. Wirklich unschlagbar. Merkt man dem Duft gar keinesfalls an. Also es ist kein Drogerieduft oder Supermarktduft, sondern ihr bekommt hier einen Duft, der auch wirklich Nischenqualität hat. Ich weiß gar nicht, Iceberg, ist das jetzt irgendwie ein Nischenhaus oder ist das irgendein Designerhaus oder was machen die eigentlich sonst? Bin ich schlecht informiert, aber Düfte können sie auf jeden Fall. Also ich war wirklich überrascht, was man für so wenig Geld bekommt und den kann ich jedem wirklich auch nur ans Herz legen, der so eine warm, würzig, aromatischen Winterdüfte mag. Und damit ist das Einsatzgebiet von dem Eau de Iceberg 74 Amber eigentlich auch relativ groß, denn dieser richtet sich eben nicht auch nur an junge Leute, sondern eben wieder jung bis alt. Jeder, der solche Düfte mag, kann den auch tragen. Sehe ich auch absolut an nahezu jedermann. Ist, glaube ich, ein Unisex-Duft. Würde ich ihn auch einordnen. Ich würde ihn Unisex einordnen. Wieder nicht so unbedingt für die Arbeit, obwohl dadurch, dass er jetzt nicht so überbordend ausstrahlt, funktioniert er wahrscheinlich auch wirklich gut auf der Arbeit. Denn ja, wenn man euch nahe kommt oder wenn man in eurer Nähe ist, riecht man was holzig, warmes, leicht aromatisch, leicht clean durch den Muscatella Salbei und ja, nicht pappsüß oder so und von daher hat er auch schon so was leicht Professionelles. Vielleicht probiere ich den sogar mal im Büro. Bewerten würde ich ihn jetzt so mit einer auch 7,5 von 10 und damit für einen 12 Euro Duft ist es eigentlich tipptopp. Was will man mehr? Also ich nichts. Also habe ich euch zu viel versprochen, es ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei. Man muss nicht immer so tief in die Tasche greifen für teure Nischendüfte, sondern man kann auch für 30, 20 oder um die 10 Euro einen wirklich guten Herbstduft bekommen. Und wenn du gute Herbstdüfte hast und günstige Herbstdüfte, schreib sie mir auch gerne unten in die Kommentare, dann teste ich sie gegebenenfalls mal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo, dann verpasst du kein weiteres Video von mir. Und damit genieße den restlichen Herbst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.